Wir befinden uns hier vor dem Hauptbahnhof in Berlin, wo sich weit über 100 Lokführer und Zugbegleiter versammelt haben, um ihren Forderungen im Streik Nachdruck zu verleihen. Die Lokführer fordern vor allem eine Verbesserung ihrer katastrophalen Arbeitsbedingungen, die mit den Rationalisierungsmaßnahmen bei der Bahn immer schlechter geworden sind. In ihrem Kampf sind die Lokführer mit einer Einheitsfront aus der Bundesregierung, dem Bahnmanagement, den Unternehmen und den DGB-Gewerkschaften konfrontiert. Der Streik der Lokführer wirft deshalb sehr grundlegende politische Fragen auf und lässt sich nicht einfach mit einer beschränkten gewerkschaftlichen Perspektive beantworten. Die Verteidigung der Lokführer erfordert die politische Mobilisierung der Arbeiter in Deutschland und in ganz Europa in Verteidigung des Streikrechts und um die sozialen Angriffe, die überall in ganz Deutschland und in ganz Europa stattfinden, zurückzuschlagen. Wir sprechen hier mit Lokführern. Warum bist du heute hier? Warum streikt ihr? Naja, die Sache zieht sich ja schon zu lange hin. Es geht darum, dass hier alle Mitglieder der GDL, da sind ja nicht bloß die Lokführer jetzt da beteiligt, sondern Zugbegleiter, Disponenten, Lokrangierführer ist übrigens ein Beruf, den gibt es eigentlich gar nicht. Der ist einmal erfunden worden von der Deutschen Bahn in Zusammenhang mit der EVG, mit der anderen Gewerkschaft. Und da geht es darum, um Lohndumping durchzuführen, ja? Um die Löhne zu drücken, um Lokomotivführer, die ja eigentlich die gleiche Arbeit machen, also Lokrangierführer die gleiche Arbeit machen wie Lokführer, schlechter zu stellen, schlechter zu bezahlen. Und genauso ist es auch bei den Zugführern. Nicht umsonst sind so viele Zugführer hier oder Zugbegleiter hier, die wollen alle besser vertreten werden durch die GDL. Die waren früher in der EVG, haben sich da nicht richtig vertreten gefühlt und sind jetzt hier und wir sind aus Solidaritätsgründen auch hier als Lokführer, um diese Leute eben mit unter unserem Dach zu vereinen zu können. Wie sind die Arbeitsbedingungen im Moment? Tja, bei Frühdiensten mitten in der Nacht aufstehen, zusehen, wie man zum Dienst hinkommt, weil es fahren ja noch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Mitten in der Nacht Feierabend bei Spätdiensten. Wo man teilweise nicht mehr weiß, wie man nach Hause kommt. Genau. 6 Tage die Woche arbeiten. Verkürzung der Arbeitszeit. Bis zu 12 Stunden Dienste. Möchten Sie von einem Lokführer durch die Gegend gefahren werden, der nachts um 1:30 aufgestanden ist und dann einen Dienst hat, der über 11 Stunden geht? Ich würde da nicht hinten drin sitzen wollen. Uns geht es um geringere Schichten, also hier nicht 12-Stunden-Schichten, so wie zurzeit. Uns geht es auch darum, das Grundrecht auf Tarifautonomie, wie es zurzeit bekämpft wird von der Bundesregierung, gerade von der SPD, die so gerne arbeitnehmerfreundlich sich darstellt, sowie von den großen Gewerkschaften, die seit Jahren überhaupt nichts mehr für ihre Arbeitnehmer gemacht haben. Ja, das fängt damit an, möchte ich mal sagen. Wenn man uns jetzt hier das Streikrecht nimmt, wird es weitergehen. Das nächste wird dann eben sein, dass dann auf politischer Ebene oder auch auf sozialer Ebene Einschränkungen stattfinden, die vielleicht ja nicht mal absehbar sind. Es kann nicht sein, dass sich die Bundeskanzlerin hinstellt und erzählt, dass es gab noch nie so viele Leute in Deutschland, Menschen in Deutschland, die in Arbeit standen. Aber was sind das für Arbeitsverhältnisse? Wir müssen uns diese Fragen mal stellen, diese prekären Arbeitsverhältnisse. Leiharbeit, ich will jetzt nicht wieder was sagen, was ihr ja schon kennt. Befristete Arbeitsverträge und so weiter. Und wenn wir es nicht endlich mal dagegen unternehmen, dann geht es immer noch weiter mit TTIP und all diese Dinge, die jetzt so auf uns zukommen. Ja? Wenn wir es nicht wehren, wo soll das hinführen, frage ich mich. Es geht ja wirklich um nichts Geringeres, als darum, hier das Streikrecht zu verteidigen. Und siehst du da einen Zusammenhang zu den Sozialangriffen in Europa, zum Militarismus? Was ist der Grund, weshalb wird jetzt hier das Streikrecht anhand der Lokführer so angegriffen? Ja, es hat alles schon Zusammenhänge. Es geht ja, Politik geht um den Status quo und der Wirtschaft. Man will natürlich nichts aufgeben, was man sich da irgendwie schon beiseite geschafft hat. Und das ganze Kapital und die Gewinne will man natürlich nicht mit den Arbeitnehmern teilen und auch nicht mit der Bevölkerung. Das Streikrecht ist ja nun mal auch erkämpft worden vor 100 Jahren oder so, sage ich jetzt einfach mal, um weiter zurückzugreifen. Dafür haben viele Menschen gekämpft und dafür auch so ja Repressalien ausgesetzt gewesen. Und jetzt versucht die Regierung das mit einem Handstreich zu beenden alles. Und das wird das nicht das Letzte sein, da bin ich mir 100% sicher. Erstens kommt der Tarifeinheitsgesetz und wenn man jetzt hört, was da noch alles so rennen soll in diese Tarifeinheitsgesetz, mit Zwangsschlichtung und sowas alles, hört sich für mich nicht gut an.
Wir muss sind ich der sagen. Auffassung, dass der Streik nur erfolgreich sein kann, wenn er beginnt, sich unabhängig zu organisieren. Das heißt, wenn man Komitees aufbaut, ja, die diesen Streik weiterentwickeln und die auch ganz gezielt Verbindungen zu anderen Arbeitern, die vor ganz ähnlichen Problemen wie die Lokführer stehen, aufbauen. Weil es ist letzten Endes eine Konfrontation mit der Bundesregierung und mit Nahles, ja, und der Einführung von diesem Tarifeinheitsgesetz, das in Wirklichkeit das Recht auf Streik also abschaffen will. Ja, das ist richtig. Ich bin auch voll der Meinung, dass man eigentlich normalerweise, als bekannt wurde, dass dieses Tarifeinheitsgesetz kommen soll, da hätten ganz andere aufstehen müssen. Da hätten wir nicht alleine dastehen müssen, da hätten ganz andere sagen müssen, das geht nicht so weiter. Ja? Das ist eine Sache nicht nur von den Lokführern oder von den Eisenbahnern. Das ist eigentlich eine Sache, die Frau Nahles von der SPD, die man immer als Partei Linke bezeichnet hat. Da möchte ich mal die Rechten sehen von der SPD. Wir glauben, dass es die Aufgabe ist der Arbeiter, das heißt der Arbeiterklasse in allen Bereichen. Und dazu muss man über die beschränkten Konzeptionen von einer Spartengewerkschaft hinausgehen. Ja, man muss sich eigentlich vorbereiten auf eine ganz breite Bewegung, die auf einen Generalstreik ausgerichtet ist. Ja. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das muss man aufbauen. Das wäre natürlich dann die Grundlage, klar, das wäre jetzt, da müsste man die Grundlagen zu schaffen. Die sind noch nicht geschaffen, die sind noch nicht da. Ja, Richtig, das ist wahr. Aber deswegen muss man beginnen, die Grundlagen zu schaffen. Man muss wirklich daran arbeiten. Und das heißt, die Arbeiterklasse braucht eine neue eigene Partei. Eine Partei, auf die sie sich verlassen kann. Ja, die anknüpft an die frühen revolutionären Traditionen der Sozialdemokratie, als noch August Bebel und Wilhelm Liebknecht hier in Berlin den Ton angegeben haben. Man muss an diese Traditionen anknüpfen.